Es gibt fast keine ostdeutschen Eliten oder nur ganz wenig. Also das sind, also ich sage manchmal so spaßenshalber, die deutschen Eliten sind eine ossi-freie Zone. Ne? Also mit Weil Eliten sind sowas gemeint wie Spitzenpolitiker, ja, ja, in der Journalisten, Politik gibt es im Prinzip, Ärzte. in der Politik gibt es viele Ostdeutsche durch das sozusagen die territoriale Repräsentationsform, aber in allen anderen Bereichen, Justiz, Militär, Wissenschaft, Kultur, Gewerkschaften sind eben sehr, sehr wenig Ostdeutsche, in der Wirtschaft natürlich auch sehr wenig, DAX-Vorstände etc. Und die kommen immer so ein bisschen auf mittlere Positionen, aber eben nicht an die Spitze. Und auch sonst gibt es natürlich viel geringere Einkommen, viel mehr Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Die Vermögen sind deutlich kleiner, nur halb so groß. Und man muss immer sehen, bei diesen statistischen Berechnungen, es sind ja 20% derer, die jetzt auf dem Territorium der 5 neuen Bundesländer leben, sind ja eigentlich Westdeutsche. Und wenn man die statistisch jetzt abzieht, dann sieht man, dass die natürlich nicht die unteren Ränge der Hierarchie okkupieren, sondern die oberen. Das heißt, das wird eigentlich noch viel dramatischer, wenn man die statistische Auswahl oder Analyse so ein Stück weit genauer macht. Und auch bei der Vermögensverteilung, ne? Die 9 von 10 der reichsten Potsdamer sind eben Westdeutsche. Ne? Also ich sag, ja, das hört sich dann die reichsten Ostdeutschen sind Westdeutsche. Ne? Und also Leute, die da hingegangen sind. Und das heißt, dass eigentlich, und das sieht man auch an den ganzen Mobilitätsdaten, relativ wenig soziale Aufstiege stattgefunden haben. Und eigentlich das, was in der DDR schon typisch war, nämlich eine enorme Mobilitätsblockade der späten DDR, auch durch die Verknappung zum Beispiel durch den Zugang zum Hochschulsystem, dass sich das nicht aufgelöst hat, sondern verstetigt hat. Das heißt, wir haben nach wie vor eine Gesellschaft der kleinen Leute in Ostdeutschland und eine sehr mittelschichtige Gesellschaft, die auch große Ungleichheiten hat. Ne? Das ist auch keine homogene Gruppe, das wäre auch Quatsch, ne? Das ist auch regional sehr differenziert. Aber es gibt eben sozusagen so ein Verweilen in unterschiedlichen Etagen und das erklärt natürlich auch zum Teil Unterschiede in der politischen Kultur natürlich.